Hi, über eine Serie wurde in den letzten Wochen viel geredet, heiß diskutiert. Es geht um die Netflix-Produktion Squid Game. Ich habe die Serie bereits in den ersten Wochen, als es veröffentlicht wurde, gesehen. Und ich muss zugeben, vorab schon mal, ich habe seit langem selten eine so gut durchdachte und gut umgesetzte Produktion gesehen. Wenn man einzelne Folgen gesehen hat oder die Serie bereits abgeschlossen hat, fällt einem eigentlich so nachtragend auf, wie eindrucksstark, wie prägend und emotionale Narben eigentlich auch hinterlassend diese Serie ist. Sie ist sowohl verstörend als auch extrem lehrreich. Sie ist unglaublich bildstark. Die Farben, die Musik, die Komposition, alles passt. Neben ihrer starken Produktion, rein aus der filmtechnischen Seite, hat sie auch sehr starke Lehren. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Bevor ich aber jetzt zu meinen Lehren komme, die ich aus dieser Serie geschlossen habe, möchte ich noch ein paar Wörter vielleicht zu Netflix sagen. Netflix hat es geschafft, das Kino in unsere vier Wände zu tragen. Wir müssen nicht mehr raus, um auf der Leinwand einen Film zu sehen, der uns vielleicht negativ überrascht. Wir sind frei in der Auswahl dessen, was wir schauen möchten. So oft wir wollen, so intensiv wir wollen. Oder es einfach wegzuschalten. Netflix hat die Kinos zu uns nach Hause gebracht. Und dieser Stärke in unseren vier Wänden zu sein, ist Netflix definitiv sehr bewusst. Es weiß ganz genau, sie hat Einfluss auf unsere Stimmung, auf unsere Gefühle und auf unsere Ansichten auf die Welt. In unseren privaten vier Wänden. Ein ähnliches Phänomen konnten wir zuvor mit Hollywood beobachten. Über Jahrzehnte hinweg hat Hollywood einen Zeitgeist geprägt. Es hat die Konjunktur der Gesellschaft geprägt. Es hat geprägt, wie wir das Gute und das Böse definieren. Es hat geprägt, wie Gesellschaften zu funktionieren haben, wie die Dynamik wahrzunehmen ist, welche Rollen schwarze Menschen spielen, welche Rolle muslimische oder marginale Randgruppen einfach spielen. Hollywood hat mit unseren Werten, unseren Normen gespielt und sie war so prägend wie keine andere Instanz. Dabei hat Hollywood sich an Klischees bedient und diese gefördert. Und dieser Punkt ist jetzt wichtig, denn das ist das Alleinstellungsmerkmal von Netflix. Sie bricht diese Klischees, sie bricht Konventionen, sie bedient eher unsere privaten Erwartungen von Unkonventionellem, vom Unzensiertem. Und sie präsentiert uns somit die offene und nackte, selbstkonstruierte Realität. Alles, was vorher vielleicht zwischen den Zeilen kommuniziert war, was tabu war, was man nur hat vorsichtig versucht auszudrücken, hat Netflix geschafft, offen zu kommunizieren. Durch provokante Produktionen. Man könnte fast provokativ sagen, Netflix hat die Filmbranche pornografisiert. Netflix schafft es damit verbunden, Bedürfnisse, tiefliegende Bedürfnisse der Zuschauer, vielleicht intime oder private Angelegenheiten offenzulegen und Zuschauer damit zu konfrontieren. Ich finde das einerseits gar nicht so schlecht, dass Klischees und die Erwartungshaltung der Zuschauer gebrochen wird und auch Raum für künstlerische Rebellion geschaffen wird. Andererseits aber lasse ich die Frage in den Raum, ob Netflix zur ethischen und moralischen Dekonstruktion beiträgt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Glaubt ihr, Netflix schafft eher Raum, um künstlerische Expression zu schaffen, um zu rebellieren, oder erzeugt es Produktionen, die gesellschaftlich destruktiv sind? Eins ist sicher, Squid Game hat Konventionen gebrochen. Nicht nur inhaltlich, thematisch, sondern auch in der Art und Weise, wie die Serie produziert wird. Das Bild des klassischen Bösen oder des Guten, der marginalen Gruppen oder des Happy Ends, das wir alle eigentlich von Hollywood gewohnt sind, wurden dank dieser Serie, finde ich, komplett neu ausgelegt. Und siehe da, scheinbar mit Erfolg. Squid Game ist die erfolgreichste Netflix-Produktion überhaupt. Und meiner Meinung nach auch zu Recht. Ich möchte mit euch meine 10 Lehren aus der Serie Squid Game teilen, um uns genauer anzuschauen, worauf eigentlich der Erfolg dieser Serie aufgebaut ist. Vorweg, es sind insgesamt 6 Spiele bei Squid Game und jedes Spiel beinhaltet in sich eine geschlossene Geschichte und eine Lehre. Die Lehre aus dem ersten Spiel. Das Leben ist schwierig. Für jeden auf seiner individuellen Ebene, auf seine eigene Art. Aber es gibt eine Regel, um glücklich oder erfolgreich zu sein. Und die lautet einfach: Befolge die Regeln. Denn nur wenn man die Spielregeln auch befolgt, kann man das Spiel gewinnen. Ansonsten wird man disqualifiziert. Und während du dich an diese Regeln hältst,
Vergiss nicht, das Leben ist eine Aneinanderreihung von Erfahrungen. Befolge also Spieler, die dir vielleicht vorangegangen sind, aus der Vergangenheit, die dir etwas zu sagen haben, die dir Lehren vermitteln und dir sagen, wie das Spiel richtig zu spielen ist. Profitiere von den Erfahrungen anderer. Man muss dieses Spiel, nennen wir es das Leben, nicht alleine spielen. Man muss nicht immer wieder das Rad neu erfinden und andauernd auf die Fresse fliegen. Man kann sich Mentoren aussuchen, man kann Eltern zuziehen, man kann Freunde und Familie einfach dazu holen und sich einen Rat holen. Im Kollektiv fokussiert ist die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen definitiv höher. Eine zweite Lehre: bloß keine Eile. Das Leben rennt dir ewig. Wenn du jetzt anfängst, da hinterher zu rennen, wirst du wahrscheinlich stolpern und wieder auf die Fresse fliegen. Das heißt, bleib cool. Du hast Zeit. Ziehe, wenn notwendig, die Handbremse und nehme dir die Zeit, die Situation mit der entsprechenden Coolness zu bewerten. Die dritte Lehre: wir haben alle als Individuen eine Rolle in der Gesellschaft zu verantworten. Und das heißt nicht, dass wir in allem gleich gut sein müssen. Wir haben alle unsere Stärken und Schwächen. Und genau das ist es. Wenn wir alle mit unseren Stärken und Schwächen an einem Strang ziehen, ist es überhaupt möglich, dass wir einen kollektiven Erfolg gewährleisten können. Urteile also nicht zu früh über arme, dünne oder schwache, alte Menschen. Du weißt nicht, welche Stärken vielleicht in ihnen verborgen sind. Eines Tages wirst du sie vielleicht brauchen. Vierte, wichtige Lehre: sei aufrichtig und ehrlich. Es geht dabei nicht um aufrichtig zu sein, um anderen zu gefallen. Sei dir selbst gegenüber aufrichtig und ehrlich. Sei deinen eigenen Werten treu. Und lass die Umstände, egal wie schwer und hart sie sind, nicht dazu verleiten, diese Werte aufzugeben. Du kannst Familie, Freunde und die Leute in deinem Umfeld betrügen, hinterhältig sein und dann als scheinbarer Erfolgreicher aus der Sache rauszugehen. Aber versuch mal zu reflektieren, wer am Ende des Tages der eigentliche Verlierer ist. Fünftes Spiel und fünfte Lehre: nur weil du in den hinteren Reihen bist, heißt es nicht, dass du das Spiel verloren hast. Jeder geht seinen individuellen Weg. Manche schließen ihr Studium mit 20 ab, sind aber mit 30 immer noch arbeitslos. Andere schließen ihr Studium mit 30 ab, sind aber mit 35 schon vielleicht Multimillionäre. Das kann keiner vorhersehen. Jeder geht seinen individuellen Weg. Guck einfach, wie Vorgänger vor dir gehandelt haben, agiert haben und lerne aus deren Handlungen, um eigene Erfahrungen zu sammeln und nicht die gleichen Fehler zu wiederholen. Der nächste Schritt ist für dich vielleicht überlebenswichtig. Sechstens, halte dich von toxischen Menschen fern. Diese Menschen schaden dir, sie rauben dir deine Energie, sie demotivieren dich und an entscheidenden Punkten lassen sie dich fallen. Deswegen sei dir immer bewusst, dein Umfeld mit Menschen, mit denen du dich abgibst, prägen dich. Sie prägen dein Jetzt und sie prägen deine Zukunft. Die siebte Lehre: es gibt zwei Arten von Bösen. Einmal die Bösen, die offensichtlich sind. Da weißt du von Anfang an, okay, der hat was gegen mich, der ist scheiße drauf, mit dem habe ich ein Problem. Da weißt du, woran du bist. Du kannst dich auf seine Reaktionen einstellen. Dann gibt es noch die Bösen, die mit einer guten Fassade sich dir nähern. Da weißt du am Anfang gar nicht, welche Bösartigkeit vielleicht in dieser Person steckt. Du vertraust dieser Person, aber diese gräbt dir eigentlich heimlich eine Grube. Die achte Lehre, die ich gezogen habe, ist nicht direkt aus der Serie selbst, sondern es geht eher um die Filmproduktion. Der Regisseur von Squid Game hatte das Drehbuch bereits 2008 fertig geschrieben und hat sich wie wild auf die Suche nach Studios gemacht. Keine dieser Studios wollte eine so provokative Serie drehen, bis dann schließlich 2019 Netflix die Produktion übernommen hat. 11 Jahre hat der Regisseur also geduldig und ehrgeizig nach Studios gesucht, an seine Idee geglaubt und letztendlich auch den verdienten Erfolg bekommen. Gib also niemals auf an eine Sache, an die du bis zum Ende glaubst. Die 9. Lehre kommt aus der Schauspielerin Jung Ho Yeon. Sie hatte zuvor keine schauspielerische Erfahrung. Squid Game ist quasi ihre erste ernsthafte Rolle und sie ist quasi über Nacht zu einem Superstar geworden. Ihr Instagram-Profil ist über Tage explodiert. Sie ist aktuell die Koreanerin mit den meisten Followern. Wartet also auf den richtigen Zeitpunkt. Wenn er dann da ist und ihr dementsprechend gut zuschlagen könnt, wird es sich auszahlen. Die 10. meiner Meinung nach eine Schlüssellehre aus dieser Serie, denn sie ist eigentlich die Grundlage, warum überhaupt diese Spiele angeboten werden. Vermeidet Schulden. Es spielt keine Rolle, ob du wohlhabend bist oder ob du bettelarm bist. Sobald du Schulden hast, landest du im Squid Game.
alle Spieler von Squid Game haben einen gemeinsamen Nenner. Sie sind verschuldet. Wenn wir nämlich verschuldet sind, unter Druck sind, irgendwas liefern müssen, aber uns die Ressourcen und die Infrastruktur fehlt, fangen wir an, irrational zu handeln. Wir treffen falsche Entscheidungen und das bereitet eigentlich nur unseren eigenen Tod vor. Vermeidet Schulden. Das waren meine 10 Lehren aus Squid Game. Vielleicht, um noch eine Empfehlung auszusprechen, ich empfehle die Serie definitiv jedem über 18, selbstverständlich. Es ist nicht ganz jugendfrei, nicht aufgrund von sexueller Inhalte, sondern hauptsächlich, weil es gewalttätig ist, weil es auch verstörend ist. Die Bildsprache ist sehr, sehr, sehr eindringlich. Genießt die Serie vorsichtig. Es kann sein, dass sie euch für einige Tage mitnimmt. Ich hoffe, meine Empfehlungen haben euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Abo da und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Serie empfunden habt. Bis zum nächsten Mal.